Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Fly Universe Video. Ja, heute mit einem unschönen Thema, das sich hoffentlich aber die nächsten Tage klären wird. Aber nur für den Fall, das nicht, müssen wir natürlich weiter Druck erzeugen. Und zwar gibt es eine Änderung im Battle Pass, von der ihr bestimmt schon mitbekommen habt. Es läuft ja jetzt seit heute, der 1. Mai, der Mai 2024 Battle Pass, logischerweise. Und hier ist es nun mal steht dann einfach so, dass Scala tatsächlich eine Änderung vorgenommen hat an diesem Battle Pass. Und die Änderung bezieht sich eigentlich nur auf Tag 30, also höchstens, ich meine, vielleicht ist irgendwo noch eine minimale Änderung, aber ich sag mal so, am interessantesten am Battle Pass, vor allem für Free-to-Play-Leute, sind ja eigentlich immer die Product, also bei 20 G-Product, bei 25 A-Product und bei 30 waren es früher immer diese S-Product. Letzten paar Pässe waren es Mating-Boxen, was noch besser ist als S-Product, weil man sich dann die Products einfach selber aussuchen kann. Und genau die wurden jetzt eben geändert, und zwar von 5-mal Mating-Box für Level 30 zu 2-mal Power Dice 8. Und zugegebenermaßen 3-mal 4% Card Select Box. Effektiv würde man immer die teuerste 4% Karte nehmen. In dem Fall wären das also 3-mal Lightning 4% aktuell. Für die meisten wahrscheinlich. Und ja, ich denke mal, da braucht man nicht großartig drüber reden, dass 2 Power Dice 8 und 3 Lightning 4% Karten wesentlich schlechter sind als 5 Smating Boxen, was ja mehr oder weniger 500 F-Coin entspricht. Und ja, das ist nicht so schön. Zeitgleich haben sie es auch so gemacht, dass sie an der Pay-Variante auch was geändert haben. Also unten sind ja immer die Belohnungen, die man nur bekommt, wenn man sich den Battle Pass kauft. Und hier haben sie dann tatsächlich jetzt eine eine 7% Card Select Box, für die meisten wahrscheinlich Lightning oder Volcano, aber auf jeden Fall eine 7% Card Select Box hinzugefügt. Und das sorgt natürlich wieder mal für den bitteren Beigeschmack hier mit ein bisschen Pay to Win. Also Battle Pass mit, 7% Karte, die man sich direkt kauft. Kommt natürlich jetzt auf den Server an, auf dem man spielt, aber auf Bodeng ist eine 7% Karte, wenn man sie jetzt kaufen würde, also eine 7% Lightning-Karte zum Beispiel, über 2000 F-Coin wert. Also schon ganz schön heftig, also über 200 Millionen Penny auf jeden Fall. Und sogar Volcano ist, glaube ich, auch sogar über 200 wert. Also so oder so, sehr viel Penny, sehr viel F-Coin, sehr viel Wert, der nur in einem einzigen Bonus-Item steckt. Und zeitgleich haben sie aber den Free-to-Play-Pass quasi extrem verschlechtert. Also den Free-to-Play-Pass, wie gerade schon gesagt, haben sie mehr oder weniger einfach 500 F-Coin-Value entzogen und durch mehr oder weniger eigentlich nichts ersetzt, weil ich meine, sehengebundene 4% Karten sind eher uninteressant für die meisten. Power Dice 8 ist extrem uninteressant. Also halt wirklich hier die Belohnung komplett entfernt und hier unten eine ultra krasse Belohnung einfach noch hinzugefügt. Ja, und was das natürlich bedeutet, ist ein absoluter Schlag ins Gesicht. Vor allem natürlich für alle Free-to-Play-Spieler, aber grundsätzlich eigentlich für jeden, weil was man halt natürlich hier nicht bedenken oder nicht vergessen darf, was man bedenken muss, ist ja, den Free Pass nutzt ja jeder. Also selbst jemand, der sich den Battle Pass kauft und sich jetzt sicherlich über die 7% Karte freut, und ich sage auch nicht, dass sie die 7% Karte entfernen sollten, finde es trotzdem etwas zu krass, um ehrlich zu sein. Der Battle Pass lohnt sich sowieso schon extrem zu kaufen. Jetzt mit der 7% Karte ist es ein absoluter No-Brainer. Also wer sich jetzt immer noch nicht kauft, also nicht aus dem Grund, okay, ich cash nicht, das ist ja ein Argument, aber aus dem Grund, dass man irgendwie sagt, es lohnt sich nicht. Also, sorry, aber wie zur Hölle soll sich das nicht lohnen? Du kriegst eine 7% Karte, tonnenweise Protects und Power-Ups. Also, wie zur Hölle soll sich das für 1000 F-Coin nicht lohnen? Es ist literally das Beste, was man kaufen kann im Cash-Up. Selbst ohne die 7% Karte, meiner Meinung nach, so ziemlich das Beste, was man kaufen kann. Aber ist ja egal. Jedenfalls geht es ja wirklich nicht darum. Es geht wirklich um die Free-Variante, dass sich hier die Products entfernt haben. Und daher kann ich nur sagen, bitte Gala, fügt die Products wieder hinzu. Wird vielleicht oder höchstwahrscheinlich ist das sowieso schon geplant. Ja, jetzt ist ja gerade Feiertag und so, pipapo. Donnerstag ist ja immer so der klassische Tag, wo sie meistens aktiv werden, wenn was passiert. Auch wenn diese Woche jetzt eigentlich keine Serverwartung vorgesehen ist, aber vielleicht ja trotzdem, dass sie die Änderungen machen. Weil, wer das nicht weiß, sie haben das schon mal probiert. Ich konnte es jetzt leider gerade nicht finden auf die Schnelle. Also sie haben das schon mal probiert beim Battle Pass, die Endbelohnung zu verschlechtern. Vermutlich halt wegen Leuten mit Doppelaccounts und so, die ja die Belohnungen dann zigmal bekommen und das denen wahrscheinlich ein Dorn im Auge ist oder war. Allerdings haben sie damals schon so einen heftigen Backlash, also so einen heftigen Shitstorm bekommen, als sie das probiert haben zu ändern, also als sie uns probiert haben, diese Product-Belohnungen wegzunehmen, dass man wirklich sagen konnte, das hat, glaube ich, keine 2 Tage gedauert und sie haben es instant wieder rückgängig gemacht, weil die Leute waren einfach so sauer darüber, verständlicherweise, muss man ja auch sagen. Und, also ich meine, das Ding ist halt, was ich sowieso nicht verstehe, Galas Ansatz von, okay, wir nehmen die beste Belohnung vom Battle Pass raus und ersetzen sie quasi durch gar nichts. Also, was man ja verstehen könnte, wäre, wenn sie sagen,
naja, wir wollen nicht, dass man so viele Products aus dem Battle Pass bekommt. Ihr könnt die G-Product und A-Product haben, aber diese 5 zusätzlichen Smelting-Scroll-Boxen, das gefällt uns irgendwie nicht. Gut, dann tauscht es aus von mir aus gegen irgendwas anderes. Zum Beispiel, keine Ahnung, vielleicht eine 7 Tage Combined Party Scroll oder irgendwas, wo man zumindest sagen kann, hey, vom Wert her ist das eigentlich genauso gut, vielleicht sogar besser, wer weiß. Keine Ahnung, könnte ja sein. Irgendwie sowas in der Richtung einfach nur, meine ich halt. Aber nein, sie tauschen es halt einfach durch basically gar nichts aus. Also man kann nicht mal darüber diskutieren, ob das irgendwie gut ist oder schlecht ist oder ob das Sinn macht, weil es einfach so schlecht ist. Das, wie gesagt, man hat nicht mal irgendwie einen Diskussionsstoff, dann zu sagen, ja, aber komm, nicht jeder braucht Protects, ja, oder so. Nein, also niemand braucht Power Dice 8 sehengebunden und niemand braucht sehengebundene 4% Karten. Beides absolute Massen-Items, die die meisten Leute tollenweise vorhanden haben und auch immer nur ganz, ganz wenig wert sind. Also wie gesagt, auf jeden Fall kein Ausgleich dafür, dass sie da 500 F-Coin und die mit Abstand beste Belohnung rausstreichen. Und deswegen unbedingt notwendig, dass sie die wieder hinzufügen. Oder wie gesagt, von mir aus, wenn sie die Products unbedingt entfernen wollen, dann tun sie das vielleicht. Aber dann, wie gesagt, halt durch Items austauschen, wo man zumindest dann drüber diskutieren kann, ob das jetzt besser ist oder ob das nicht vielleicht sogar für viele Leute, also ob das schlecht oder besser ist, basically einfach. Aber so kann man, wie gesagt, so eine Diskussion gar nicht führen. Und ja, hat mich jetzt auch ehrlich gesagt sehr überrascht, dass sie das wirklich gemacht haben. Also es hätte ja sein können, es wurde zwar gestern natürlich schon im Discord gepostet und so, aber bis der Battle Pass dann tatsächlich aktiv war, hätte ich persönlich schon gedacht vielleicht, dass es einfach nur ein Fehler war, dass sie die falsche Grafik gepostet haben oder keine Ahnung. Aber eben, es war ja schon mal so. Sie haben schon mal probiert, es zu entfernen, zu verschlechtern im Endeffekt, also aus ihrer Sicht natürlich verbessern, den Battle Pass für uns schlechter zu machen, die Products rauszunehmen etc. haben sie ja schon mal probiert und sie haben es damals ja auch wieder rückgängig gemacht und ich dachte halt, damit hätte sich das Thema eigentlich erledigt, weil, ich meine, wenn du schon mal so einen Rückzieher gemacht hast, im Endeffekt wirst du es ja wohl kaum nochmal probieren, du weißt ja eigentlich schon mehr oder weniger, was passieren wird, aber ja. Außerdem finde ich es auch unlogisch, dass sie uns quasi die 5 Smelting-Boxen streichen, aber die G- und A-Product dürfen wir behalten. Klar, es geht dann vielleicht um die Gesamtanzahl an Products, die sie vielleicht stört, aber irgendwie ergibt es trotzdem nicht so viel Sinn. Also ich meine, wenn sie alle Products entfernen würden, würde ich sagen, ich meine, erstens natürlich absolute Katastrophe und absoluter Fehler, aber auch so im Sinne von halt, ich meine, dann wird es wenigstens Sinn ergeben, aber so entfernen sie halt nur die Smelting-Scrollboxen und tauschen sie, wie gesagt, durch einfach absoluten Müll aus und das ergibt dann irgendwie nicht so viel Sinn, weil es bleiben ja trotzdem Products im Battle Pass übrig. Also wenn jetzt wirklich sowas ein Argument wäre wie, es gibt zu viele Leute, die mit zu vielen Charakteren den Battle Pass jeden Monat abschließen, das ist uns ein Dorn im Auge, whatever, gäbe es ja auch immer noch die Option, außerdem natürlich den Battle Pass schwieriger zu machen. Aber nein, sie entfernen nicht mal alle Products, nur die beste Belohnung. Und argumentieren tun sie ja sowieso überhaupt nicht. Also warum diese Änderung überhaupt stattgefunden hat, haben sie auch gar nicht gesagt. Also kann man einfach nur warten, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass sie es rückgängig machen werden. Oder eben hoffen, dass sie es rückgängig machen. Aber ja, wer es nicht mitbekommen hat von euch, wartet am besten mal ab mit dem Battle Pass. Also ich meine, Level 30 wird jetzt so schnell wahrscheinlich sowieso keiner erreichen. Und es war ja, glaube ich, die einzige wirkliche Änderung an dem Battle Pass. Das heißt, wartet auf jeden Fall mal, sollte es jetzt nicht innerhalb der nächsten 1-2 Tage schon gelöst werden, das Problem. Aber wartet mal auf jeden Fall damit, euch die Gesamtbelohnung, also für Level 30 vor allem, abzuholen. Nicht, dass ihr euch dann diese dämlichen Power Dice und AC4-Karten holt und dann am Ende machen sie es rückgängig. Und ihr habt euch aber schon Belohnungen abgeholt, weil dann kriegt ihr nicht die neuen Belohnungen. Also mal angenommen, ihr erreicht jetzt innerhalb von bis Montag Level 30, sie haben es noch nicht zurückgeändert und ihr holt euch dann alle Belohnungen ab bis Level 30. Dann würdet ihr, wenn sie es danach rückändern, auf die Smelting-Scrollboxen, für diesen Monat nicht bekommen. Also da solltet ihr auf jeden Fall noch aufpassen, aber ich denke nicht, dass es so lange dauern wird. Das war auf jeden Fall mein Wort zum Sonntag, aka Feiertag. Ich sage danke vielmals fürs Zuschauen. Ich würde mich sehr über ein Like, Kommentar, ein Abo von euch freuen. Und ich hoffe, wir sehen uns auch im nächsten Video wieder oder im Livestream. Twitch-Link dazu ist in der Videobeschreibung. Bis dahin, macht's gut, haut's rein und ciao, ciao.